Hallo allerseits, ich bin heute im Seniorenwohnpark Vaterstetten und zwar bei den Eisenbahnfreunden Vaterstetten beim Ernst Stegmeier, der ist Vorstand dieses Vereins. Wie lange gibt es euren Verein hier schon? Seit 2011, Gründung war März 2011. Und dieser Verein hat hauptsächlich Spur N oder was macht wir fahren Spur N oder bauen Spur N Module, weil das mein altes N-Material bin. Ich bin seit 50er N-Bahner, also ziemlich seit Anfang an. Und haben aber H0-Material im Keller, dass wir locker 300 Quadratmeter Anlage aufbauen können. Haben wir eine kleine LGB-Anlage, haben wir ein bisschen Z, also eigentlich quer durch den Gemüsegarten. Und diese Anlage hier im Seniorenwohnpark Vaterstetten, die jetzt aufgebaut worden ist, ist ein Pilotversuch heute mal, dass man wahrscheinlich hier irgendwo alt und jung integriert. Der Verein hat ja Richtig. Sehr viele Jugendliche. Richtig, ja. Wir haben also so circa 40 Jugendliche von unseren 84 Mitgliedern, die unter 20 Jahre alt sind. Und die haben keine Berührungsängste mit Senioren und so weiter. Der Seniorenpark ist auf uns zugekommen, ob wir nicht für die Senioren einmal was machen können, was wir natürlich gerne gemacht haben oder gerne machen. Und wir hoffen, dass wir vielleicht uns hier unten etablieren können, dass wir einer vielleicht eine kleine Schauanlage machen können, die selber bedienen können in H0, dass wir vielleicht ein Lager kriegen, weil wir platzen aus allen Nähten. Unser Bastelkeller ist voll bis oben hin. Und wir bauen ja Module seit Anfang an. Wir sind jetzt ungefähr bei 100 Module. Also allein in Spur N 100 allein Module? In Spur N so ungefähr 200 Meter Fahrstrecke. Also, ja, bei uns rührt sich was. Das ist also hier jetzt eine kleine Auswahl von den Modulen, die wir hier sehen. Genau. Die Module, wie groß sind die? Die Module, also wir haben die Standardmodule ist 1 Meter lang und 50 Zentimeter breit. Die Kopfplatten sind System Jörger, dementsprechend, und da haben wir eigentlich zwei Modularten. Einmal ein Landschaftsmodul, das abgeschrägt ist, und ein Stadtmodul, das also die Gleishöhe dann komplett durchgeht bis nach vorne. Die Möglichkeiten haben die Jugendlichen, die zu bauen. Was zwischen den Modulplatten passiert oder den Kopfplatten passiert und der Trasse, bleibt den Jugendlichen überlassen und kann jeder Jugendliche machen, was er lustig ist. Das heißt, das ist das Geheimnis, dass die Jugend Spaß hat an der Eisenbahn? Richtig. Es ist im Prinzip eigentlich so, und da sollen alle Senioren einmal an sich selber denken, die haben sich auch nicht viel sagen lassen und die Jugendlichen genauso wenig. Und wenn man heute zum Jugendlichen mal sagt, dreimal sagt, das ist ein Mist, was du machst, dann hat er keine Lust mehr. Und bei uns müssen sie halt alles selber machen. Die kriegen Hilfe, aber die Hilfe müssen sie anfordern. Also das heißt nicht, ich stehe dahinter oder unsere Senioren stehen dahinter, du musst das so und so machen, sondern die Jugendlichen müssen kommen und müssen sagen, kannst du mir mal helfen, ich habe ein Problem, wie kann man es lösen. Das heißt, die Gestaltung ist relativ frei. Das heißt, Richtig. Man sagt, das Modul ist 1 Meter lang, 50 Zentimeter tief und die Trasse ist drauf. Und alles andere bleibt ja überlassen. Und dann bauen Sie Ihre Anlage, wie Sie Spaß haben, oder besser gesagt Ihre Landschaft dazwischen. Es gibt dann auch ein Bahnhofsmodul. Genau. Ein Bahnhof, der hier auf der Messe ist, der ist 1,60 Meter lang. Genau, dann haben wir noch einen größeren Bahnhof, der hat mit Straßenbahn, der ist 2 Meter lang und 80 Zentimeter breit, da fährt also noch eine Straßenbahn auch drauf. Und ein dritter Bahnhof mit einem großen BW, sowohl Kohle als auch Elektrodiesel, ist im Bau. Der ist dann 3 Meter lang, ist zweigeteilt und auch 80 Zentimeter breit. Die Bahnhöfe sind stromtechnisch eigentlich getrennt, das heißt, wir haben einmal im Bahnhof die Möglichkeit, die Züge zu halten, und die Strecken sind extra geschalten, dass also die Züge auf der Strecke eigentlich unterwegs sind bis zum Stoppmodul, was wir da vor uns haben, beziehungsweise am Bahnhof der Fahrdienstleiter schaltet also den Strom in der Strecke ab und dann stehen die Züge. Das heißt also, hier haben wir so ein Stoppmodul, genau, bei dem dann der Strom unterbrochen wird für einen Abschnitt, und ungefähr 10 Meter, haben Sie vorher schon gesagt, also ist Trafos, jetzt die Strecke für den Trafo. Genau, die Trafos, wir haben die normalen 18 Volt Trafos, die haben ungefähr Strom für 10 Meter ohne große Stromschwankung. Und es läuft also unten im Modul 2,5 Quadrat Kabel noch mit, sowohl für den Fahrstrom als auch für Beleuchtung, Weichenantriebe und so weiter. Und bei 10 Meter haben die Trafos, wenn es dann länger ist, fällt dann die Leistung ab. Das heißt, wenn mehrere Züge unterwegs sind, fahren dann die Züge wesentlich langsamer bzw. bleiben stehen. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen schalten dann in ihren Gleisabschnitten einfach den Strom zu oder ab. Genau. Und damit ist der Fahrbetrieb in Blockstrecken dann quasi. Genau. Also Blockstrecke, so wie es halt bei der Bahn im Prinzip ist, fahren wir in Blöcken. Das heißt, wenn wir die normale Bahnhöfe, was wir jetzt haben, und die Stoppstellen aufbauen, dann haben wir 5 Abschnitte im Prinzip.
oder 6 Abschnitte sogar, wo man machen können. Und in jedem Abschnitt ist dann ein Fahrdienstleiter zuständig dafür. Die Modelleisenbahnfreunde Vaterstetten, wie oft bauen die dann? Einmal im Monat? Oder? Also wir haben 2 Bastelabende, das ist am Dienstag von 17 bis 19 Uhr und am Donnerstag von 17 bis 20 Uhr. Aber wenn am Donnerstagnachmittag auch einer früher Zeit hat, unser Bastelkeller ist bei mir im Büro, das Büro ist am Nachmittag von mir besetzt, also die Kinder auch früher kommen, die Jugendlichen sind da. Es bleibt ihnen spaßeshalber überlassen, wie es lustig sind. Also nicht einmal die Woche, sondern einmal im Monat, sondern tatsächlich zweimal in der Woche. Ja. Wir haben früher bloß am Donnerstag gebaut, es hat sich aber dann herausgestellt, dass gerade was Schule auch betrifft, manche Jugendlichen am Donnerstag keine Zeit haben, weil Schule länger ist oder was auch immer. Sie haben ja auch noch andere Interessen. Da haben wir gesagt, okay, wir machen am Dienstag auch noch mit dazu. Ist für mich kein Problem nicht. Ich wohne in Vaterstetten, ich fahre halt dann in mein Büro Bastelkeller und dann können die Jungs und Mädels kommen, wie sie lustig sind. Also es gibt keine Anwesenheitspflicht, der muss ja nicht abmelden, wenn er da ist, ist er da. Ansonsten kann er machen, was er Und die Altersverteilung der Jugendlichen, man sieht hier ja auf diesem Fahrtag, dass hier auch Jüngere, so 6 bis 8 Jahre alt sind. Ja, also wir fangen offiziell mit 8 Jahren, aber es sind inzwischen viele Jugendliche da, wo der Papa oder die Mama mitkommt, die auch mitbasteln, also da kann auch mal mit ziemlich sein, aber so 8 ist schon ein Alter, wo die dann anfangen können, wo sie sich dann auch selbstständig Gedanken machen können. Und dann bleiben sie in der Regel dabei bis 16, 17, bis dann andere Interessen kommen. Ja, nee, muss ich sagen, das ist unser Glück wieder, unsere Jugendlichen bleiben eigentlich, auch die Älteren, die also seit bei Vereinsgründung schon dabei sind immer noch Mitglieder im Verein. Die bauen zwar vielleicht momentan nicht, aber sie sind dann immer noch bei den Veranstaltungen da oder helfen einmal mit oder gehen wir einmal zum Ratschen vorbei. Also am Verein verlassen haben eigentlich keine 5% nicht von denen, die wir bisher Mitglieder gehabt haben, weil eben einer eigentlich alles offen bleibt, was sie machen können. Jetzt noch eine technische Frage mit den Modulen, mit dem Transportieren. Das ist ja irgendwo relativ flach, die Module, die stehen auf Tapeziertischen, aber zum Transportieren, jedes einzelne ist ein bisschen mühsam. Wie macht ihr das? Wir haben sogenannte Transportkisten konstruiert, wo also die Module reinkommen, die sind in der Regel 1,24 hoch. Wenn es nicht so hoch sind, wir bauen so bis 35 cm Höhe die Module, haben 3 Module Platz und wir haben einen eigenen Anhänger und mit dem transportieren wir es dann. Und die Bahnhöfe, die haben dann der Anhänger so, dass man die Bahnhöfe dann auf die Modulkästen draufstellen kann. Das heißt, in so einem Modul haben dann, Transportmodul haben dann 3 Etagen Platz. Genau. Und die gibt es unterschiedlich breit. Das ist jetzt für ein Standardgleis. Und das haben wir eben für die Kurven noch oder für die Umkehrmodule. Das ist also dementsprechend alles standardisiert. Also wir gingen da von der Größe nicht weg. Ist vielleicht ein Nachteil oder der Vorteil ist, dass wir gerade was Transport betrifft natürlich damit wesentlich flexibler sind, als wenn du lauter verschiedene hast, die was dann nirgends unterbringst. Das heißt, die Eckmodule haben 80 x 80 cm. Die Eckmodule haben 80 x 80, die Umkehrmodule haben 80 x 1 Meter. Die sind ein bisschen tiefer. Die sind ein bisschen tiefer, um eben das Umkehren zu machen, dass wir größere Gleisradien hernehmen, dass wir also, sagen wir mal, Radius 3 oder 4 machen können, je nachdem. Die Kurvenmodule sind in der Regel 4 oder 5 sogar. Also da haben wir wirklich viel Platz, wo man dementsprechend auch lange Züge fahren kann. Also wir sind auf der Anlage schon ein langer Heinrich gefahren von Minitrix mit 40 Eisenerzwagen und 250er vorn dran. Und da haben wir es auch im MVG-Museum, bei denen, mit dem wir also ein freundschaftliches Verhältnis pflegen, haben wir also wirklich schon den Zug über 35 Meter Anlage so 3-4 Mal rumfahren lassen, ohne dass er so runtergerissen ist. Voll. Gut, dann bedanke ich mich beim Ernst Stegmeier von den Eisenbahnfreunden Vaterstetten hier für den Einblick in den Clubbetrieb, in den Vereinsbetrieb mit der Einbindung der Jugend, der Kinder, die hier sehr Spaß daran haben, an ihrer Spur-N-Modulanlage.